Domi, mich hat ein Bekannter was ganz Interessantes gefragt, der auch jetzt einen Youngster hat, der im Sport, im Fußballbereich ein bisschen was werden will. Diese Fragestellung, was mache ich mit der Schule? Ich glaube, du bist Oberstufe rausgegangen dann, weil es einfach zu anstrengend war. Ist euch das schwer gefallen? Hast du viel mit deinen Eltern? Jetzt wirst du sagen, nee, ist mir nicht schwer gefallen. Aber das meine ich nicht. Ich meine, habt ihr viel diskutiert in der Familie? Ich meine, du hast ja sehr viel Unterstützung von deiner Familie. Wie war das, der Entschluss für dich? Der Papa war immer komplett fürs Tennis, also für den ist, dem ist überhaupt nicht schwer gefallen. Das ist auch ein Risiko, ne? Ja, die Mama war natürlich nicht das Gegenteil, aber die hat sich viel mehr Gedanken darüber gemacht, über die Schule. Da haben wir schon einige Diskussionen gehabt und im Endeffekt ist sie dann dadurch beruhigt worden, dass ich ja nicht aufgehört habe, sondern ich habe mit einer Fernschule begonnen, was ich nicht sehr lange durchgezogen habe. Hast du mit begonnen? Ja, ich habe es begonnen und da war dann trotzdem noch, ich habe zwar aufgehört, aber ich war trotzdem noch in der Schule und habe trotzdem noch was gemacht. Und dann, wo ich wirklich gesehen habe, dass das in die richtige Richtung geht mit dem Sport, dann habe ich das ganz schleifen lassen, wo sie auch natürlich nicht komplett damit einverstanden war, aber trotzdem. Und ich glaube, ich sag's nicht gern, aber so Sport, also wirklicher Hochleistungssport und Schule ist sehr, sehr schwer zu vereinbaren. Ja. Ich finde, in Amerika schaffen sie es ganz gut mit dem System, ne? Aber ich glaube, in Europa ist es wirklich schwierig. Der Luki ist hier, guter Kumpel von dir. Hast du noch Schulbuddies irgendwie, die du schon ganz lange kennst, die irgendwie sagen, völlig egal, Weltranglisten 7. und French Open Finalist, egal, wir wollen den Domi so wie er ist und der ist auch noch so. Gibt es das noch in deinem Bekanntenkreis? Ja, den Luki, den kenne ich seit wir beide 6 oder 7 sind. Ja. Ich habe so 5, 6 wirklich beste Freunde. Okay, das ist viel, finde ich. Ja, aber 2 sind eben der Luki und noch einer, die sind von klein auf. Ja. Und dann der Dennis und noch 2 weitere, die ich vom Tennis kenne, aber die ich auch schon seit 15 Jahren kenne. Und beim Dennis ist sowieso klar, der geht den komplett gleichen Weg wie ich. Ja. Und die anderen kennen mich halt so, wie ich bin. Ich finde, dein Bruder hat sich extrem gemacht. Du in dem Jahr, also ich habe ihn lange nicht gesehen, in Wien habe ich ihn gesehen. Wahnsinn, wie siehst du das, so diese Entwicklung? Ich glaube, der ist auch ein mega harter Arbeiter, hat ein ganz gutes Vorbild auch, glaube ich, in der Familie irgendwie. Aber mir fällt hier auf, für mich ist das jetzt er hat ja auch seine ersten Punkte gesammelt, hat ihn mega gefreut, hat er erzählt. Wie siehst du ihn momentan? Ich habe ihn nicht viel öfter gesehen als du. Ja, stimmt, ja, deswegen frage ich dich. Genau, ja, aber es war für mich auch richtig überraschend, also wie ich ihn Tennis spielen gesehen habe, ein komplett anderer Spieler. Griffigkeit, da ist was drauf jetzt, ne? Wumms. Aber ich glaube, dass das auch schon viel damit zu tun hat, dass er einfach ein Mann geworden ist. Der war ja bis vor 1 Jahr wirklich hat ausgeschaut wie 10 Jahre. Also er ist jetzt natürlich noch, wenn man Kecmanovic neben ihm sieht, der genau gleich alt ist, schaut er natürlich noch immer viel jünger aus. Hier, also komm. Aber er hat viel gemacht, auch mit Mike, also auch in Österreich viel mit ihm gemacht. Kraft, Ausdauer, er ist sehr, sehr fit. Er hat jetzt auch endlich einen gescheiten Körper gekriegt und das merkt man auch am Tennisplatz, weil Tennis gespielt hat er immer recht gut und hat auch immer sehr, sehr hart trainiert, muss man sagen. Aber jetzt, dadurch, dass die anderen Sachen auch zusammenpassen, schaut es echt gut aus. Ja. Ich war auch sehr positiv überrascht. Könnt ihr Brüder euch alles sagen? Weil ich finde, ihr habt, klar, ich bin Außenstehender, aber ihr habt ein unglaublich herzliches Verhältnis. Ich würde sagen, so wie es sein muss, überhaupt die gesamte Familie. Aber haut der dir auch mal seine Meinung um die Ohren und sagt, Domi, also das Interview, da war voll daneben. Also damals mit dem Stach, das kannst du nicht immer sagen, ja? Na, über dich sagt er immer nur das Beste. Oh, das ist komplett klar. Aber na, der sagt uns komplett, weil das ist, wir sind eigentlich komplett verschieden. Ja, finde ich auch. Also er geigt eigentlich jeden ziemlich seine Meinung, wo ich schon oft herumdrücke. Ja. Wo ich öfter so bin, dass ich eher das sage, was die anderen hören wollen. Und wenn das zu viel wird oder so, dann, ist schön. Dann geigt er mir auch. Und das akzeptierst du auch? Ja, sicher akzeptiere ich es, weil ich weiß, dass das mehr so sein muss. Und dann auf der anderen Seite versuche ich halt, ihm auch ein paar Sachen mitzugeben, wo ich halt ein bisschen ein entspannterer Charakter oder so bin. Domi, ich danke dir, toi 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 für die Saison. Vielleicht als letztes, was ist am Ende der Saison 2019 und wir 2 treffen uns und du sagst, ich bin zufrieden, weil, was wäre das? Ich bin jetzt auch zufrieden. Weiß Mir geht's gut. Weiß ich. Also, aber wenn ich eins von den 4 großen Turnieren gewinnen würde, dann hätte ich eigentlich mein absolutes Lebensziel erreicht. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Und natürlich ist in Paris, denke ich, die Chance am größten. Aber du weißt, dass ich weiß, wie schwer das ist, wie viel da zusammenpassen muss. Also die Welt geht für mich auch nicht unter, wenn ich das nicht schaffe. Und wenn man
2019 in einer ähnlichen Situation wie jetzt da sitzen. Das ist auch komplett okay für mich, aber ich werde natürlich alles dafür machen, dass ich mal ein richtig großes Turnier hole und das wäre super, und wenn es nicht ist, ist es nicht. Das Leben geht weiter. Ich würde mich freuen, wenn die Leute mal aufhören zu sagen, das ist ein reiner Sandplatzspezialist. Ja, das wäre auch schön, aber es ist ein bisschen besser geworden nach den US Open, würde ich sagen. Ja. Und natürlich arbeite ich auch dran. Ja. Das weiß ich. Domi, es war wie immer eine Freude. Herrlicher Platz, tolles Interview, vielen Dank. Danke. Jo, das war's.